Ja, hallo, hier ist Muho wieder und es geht noch einmal ums Thema Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit. Wo liegt der Unterschied? Gestern habe ich gesagt, Aufmerksamkeit, das kann man machen, Achtsamkeit passiert. Man kann sich vornehmen, den Atem zu beobachten und dem Geist nicht zu erlauben, mit den Schafen zu spielen sozusagen. Das ist Aufmerksamkeit. Das gelingt aber nur so viele Minuten, vielleicht mal 10, 20 Minuten, wenn man sehr, sehr gut konzentriert ist. Aber dann ist der Geist wieder irgendwo auf der Weide, spielt mit den Schafen, lässt sich von den Schafen mitnehmen und irgendwann, früher oder später, stellt man fest, oh, ich bin nicht da, wo ich mir vorgenommen hatte zu sein. Ich bin nicht mehr beim Atem, zum Beispiel. Das ist Achtsamkeit. In dem Moment stellt sich Achtsamkeit wieder ein. Man hatte sozusagen mit dieser Aufmerksamkeitsübung, mit dem Versuch, immer beim Atem zu sein, sich ein bisschen das Licht verstellt. Aber dann hat man angefangen zu denken und plötzlich merkt man, ich denke, das ist Achtsamkeit. Aber die wenigsten Menschen merken, dass das eigentlich die Achtsamkeit ist, um die es geht. Und versuchen dann ganz schnell zurückzugehen zum Atem. Weshalb bin ich da ein bisschen kritisch, wenn es um Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Mindfulness, Geistesgegenwart und so weiter geht? Was ich dann oft sage in dem Zusammenhang, ich habe ja auch schon über Teezeremonie gesprochen, Sen-no Likyu, den Gründer der Teezeremonie hier in Japan. Ne? Und der hat gesagt, beim Tee, da geht es eigentlich um nichts anderes als Wasser zum Kochen zu bringen, Tee aufzugießen und den zu trinken. Ganz einfach. Keine Zusätze, das ist alles. Allerdings, diese Einfachheit, es geht nur um das und nichts anderes. Das hat für mein Gefühl etwas sehr Künstliches. Wenn man heute in Japan, und wahrscheinlich ist es im Westen nicht so viel anders, an einer Teezeremonie teilnimmt, da bringt man nicht einfach Wasser zum Kochen und gießt den Tee auf und trinkt den, sondern alles muss sehr japanisch, sehr simpel, sehr wabi-sabi, sagt man im Tee auch, ne? Also reduziert und Zen sein. Ne? Alles muss besonders Zen sein. Ne? Und in Japan wird es vor allem von Frauen gehobenen Alters und auch gehobeneren gesellschaftlichen Statuses praktiziert. Die tragen alle sehr teure Kimonos für die Teezeremonie. Und man sieht es ihnen an, dass sie so ein bisschen links und rechts gucken, wer von uns hat den teuersten Kimono an. Und was kostet diese Schale, die wahrscheinlich sehr alt ist und sehr simpel, aber eben deshalb auch sehr teuer. Und wenn ich jetzt gefragt werde, was auf der Kalligraphie in dem Alkoven steht, kann ich das erklären? Kann ich da eine kluge Antwort geben? Man merkt denen an, dass sie hinter den Fassaden ihrer sehr gelassenen Gesichter schon immer kalkulieren, schon am Punktesammeln sind mit ihrem sehr simplen Teegetrinke. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass selbst der Sen-no Likyu da ein bisschen eine Mitschuld trägt, denn darüber habe ich auch schon gesprochen in der Vergangenheit. Da gibt es diese Geschichte, wo er von seinem Sohn eingeladen wird zum Tee. Der Sohn hat sich extra dafür ein neues Teehäuschen gebaut und den Garten schön eingerichtet. Sen-no Likyu kommt mit den anderen Gästen an und alle finden das ganz toll. Oh, schön, schön, schön. Und Sen-no Likyu ist der Einzige, der erkennt, einer von den Steinen da im Garten ist 1-2 Millimeter zu hoch. Und nicht nur erkennt er das, also er ist achtsam, sondern er muss es auch rumerzählen. Ne? Keiner von euch, auch mein Sohn, ist sich dessen vermutlich bewusst. Ihr habt das alles nicht gesehen, aber einer dieser Steine ist ein bisschen zu hoch. Seinem Sohn sagt er das allerdings nicht. Der hat es aber durch die Papierwand gehört. Aha, der Alte hat es gemerkt.
Das war mir natürlich schon vorher klar, aber ich glaubte, keiner von denen merkt es. Aber wenn es der Alte gemerkt hat, dann werde ich den Stein, während die Leute Tee trinken, einfach ein bisschen tiefer setzen. Sehr, sehr achtsam, ne? Der Sohn hat das ganz genau gehört, was die Gäste da so sagen. Und während die Tee trinken, geht der Sohn raus, buddelt da so ein bisschen im Garten. Der Stein wird ein bisschen tiefer gesetzt. Das fällt den anderen Gästen gar nicht auf, als sie nach Hause gehen. Aber Sennolikyu, der Vater, merkt das natürlich. Aha, mein Sohnemann, der hat wahrscheinlich mitgehört und jetzt hat er den Stein ein bisschen tiefer gesetzt. Und ich denke mir dann immer, Mann, oh Mann, ne, steck dir deine Achtsamkeit sonst wohin. Ne? Steck dir deine Achtsamkeit doch sonst wohin. Das ist doch ein künstliches Spiel. Darum geht es doch nicht. Genau darum geht es nicht. Ein anderes Problem, das ich habe mit Achtsamkeit ist, bei dieser Metapher, die ich immer wieder gerne verwende, der Geist ist wie eine Weide, die Gedanken, die Gefühle sind wie Schafe auf der Weide und wir versuchen beim Zen oft am Anfang den Schäfer zu spielen, die Schafe unter Kontrolle zu bringen, Zäune zu bauen, die Weißen von den Schwarzen zu trennen. Irgendwann lernen wir, den Schäfer in den Urlaub zu schicken. Ich muss nicht machen. Ich muss keine Kontrolle ausüben über meinen Geist. Und dann können wir vielleicht so wie der Himmel von oben herab schauen und einfach die Dinge so sehen, wie sie sind, ohne sie anfassen zu müssen. Ich lasse die Schafe einfach ihr Ding machen, da unten auf der Weide. Das bin ja nicht ich. Das bin ja nicht ich. Ich bin ja hier oben, der einsame, neutrale, nicht bewertende Beobachter. Das hat sehr viel von Achtsamkeit oder Aufmerksamkeitsübung. Einfach die Dinge so sehen, wie sie sind, ohne zu bewerten. Aber ganz genau so sehen, wie sie sind. Aber was da fehlt, ist, da wieder runterzukommen. Ne? Das fehlt mir bei diesen Achtsamkeits-, Aufmerksamkeits-, Geistesgegenwärtigkeitsübungen. Total. Ne? Nochmal runterkommen auf die Weide, zur Weide selbst werden. Das ist ein Problem. Und dann natürlich auch das, was auch der Fragesteller sagt, das ganze Marketing. Es geht doch im Zen, im Buddhismus darum, aus dem Spiel erstmal auszusteigen, Pause machen, aufhören mit dem Punktesammeln. Allerdings, wie wird Mindfulness, wie wird Aufmerksamkeit verkauft? Praktizier das, üb dich in Aufmerksamkeit und du wirst mehr Erfolg haben beim Job. Es wird deine zwischenmenschlichen Beziehungen verbessern. Es wird dir dabei helfen, Stress zu reduzieren. Und das mag ja alles stimmen. Das sind ja alles Nebeneffekte der Praxis, aber darum geht es nicht. Und wenn du mit der Einstellung da reinspringst, ich will besser werden bei meinem Job, in der Familie, will ein besserer Familienvater, eine bessere Mutter sein, ich will meinen Stress reduzieren, dann spielst du ja weiter mit im Spiel. Das ist so, als würdest du eine Flasche Red Bull trinken, um schneller im Hamsterrad mitlaufen zu können. Und darum geht es genau nicht. Ne? Also das habe ich immer wieder gesagt auf diesem Kanal. Ich habe es jetzt nochmal gesagt, da mich der Fragesteller darum gebeten hat. Ne? Aber kurz in einem Satz, ich stimme dem Fragesteller 100% zu. Wir reden zu viel über Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Geistesgegenwart. Ich habe das auch ganz kurz gesagt in einem der Sessions im Felsentor in der Schweiz, wo ich vor ein paar Wochen war. Ne? Ich habe da eigentlich geschwiegen bis zum letzten Tag auf dem Vortrag. Allerdings jeden Tag vor dem Sammu war ein kurzes Treffen und da habe ich immer so eine Minute kurz was gesagt. Ne? Und ich glaube, es war der, ich weiß nicht, zweite Tag oder dritte Tag, da habe ich das Folgende gesagt. Ne? Also allzu oft passiert es uns in unserem Alltag, dass wir zum Beispiel auf dem Weg von A nach B, von zu Hause zur Arbeit. Wir sind entweder noch bei A, unser Geist ist noch bei A, oder wir sind schon bei B. Wir sind nie direkt bei dem Schritt, den wir gerade machen. Oder beim Frühstück.
Wir gucken auf das Handy, checken, ob da irgendwelche Mails sind, die über Nacht gekommen sind, auf die wir antworten müssen. Und was wir gegessen haben zum Frühstück, das können wir hinterher vielleicht gar nicht sagen. Wie es uns geschmeckt hat, können wir gar nicht sagen, denn wir waren nicht da. Unser Geist war beim Handy. Deshalb ein Session ist eine gute Gelegenheit, mal zurückzukommen. Beim Kinhin, sich auf jeden einzelnen Schritt zu konzentrieren. Beim Essen, tatsächlich beim Essen zu sein. Aber, und dieses Aber ist wichtig, das Aber ist wichtig in diesem Zusammenhang. Es kommt manchmal vor, dass jemand beim Kinhin so geistesgegenwärtig ist, so aufmerksam ist im Hier und Jetzt, bei jedem Schritt, bei jedem Atemzug ist, dass er gar nicht merkt, wie ihm die Leute vor ihm davonlaufen und wie sich hinter ihm ein Stau bildet. Der hat seine Umwelt ganz vergessen. Kommt auch vor, dass jemand beim Essen so bewusst und achtsam kaut, dass er gar nicht merkt, dass alle anderen um ihn herum schon längst fertig sind und auf ihn warten. Oder vielleicht denkt er sogar, warum essen die so schnell? Warum schlingen die so? Warum nehmen die sich nicht ein Beispiel an mir? Warum sind die nicht auch ein bisschen achtsamer? Es geht doch darum, achtsam und bewusst zu essen. Und das ist für mein Gefühl falsch verstandene Achtsamkeit. Darum geht es nicht. Ne? Steck dir deine Achtsamkeit sonst wohin. Na? Vergiss Achtsamkeit. Das ist auch ein Titel eines englischen Artikels, den ich schon vor über 10 Jahren geschrieben habe. Stop being mindful. Ich werde einen Link in die Videobeschreibung setzen, also für die von euch, die Englisch lesen. Stop being mindful. Hör auf, achtsam zu sein. Versuche gar nicht erst achtsam zu sein. Denn es ist kontraproduktiv. Okay, so viel für heute. Ich werde morgen noch einmal kurz auf diese Frage, und den zweiten Teil habe ich ja noch gar nicht vorgelesen, zurückkommen. Danke fürs Zugucken, danke für die Frage, danke für eure Kommentare. Wir sehen uns. Tschüss.